des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Am Abend dieses Tages, da dürfen wir wieder gemeinsam innehalten, da dürfen wir uns verbunden wissen, verbunden über alle geografischen Grenzen hinweg, aber verbunden in der Feier der Eucharistie, die Quelle und Höhepunkt des Lebens ist. Im Eingangslied, da haben wir gerade in der zweiten Strophe von der Treue Gottes zu uns Menschen gehört. Ja, Gott, er ist treu, er begleitet uns durch alle Höhen und Tiefen des Lebens. Aber eines, das ist uns allen gewiss: Am Ende unseres irdischen Weges, da wird er mit seinem österlichen Licht auf uns warten. In diesem Trost und dieser Zusage Gottes, da dürfen wir unser ganzes Leben vor ihm hintragen. Da dürfen wir uns geborgen wissen in seiner Nähe. Da dürfen wir alle freudigen, aber auch alle schwierigen Momente bringen. In besonderer Weise auch unsere lieben Verstorbenen. Da beten wir heute für alle Menschen, an die ihr gerade denkt. Gott, so stehen wir da vor dir und dürfen unser Herz weit machen, wenn du uns in Kyrie mit deiner Liebe, mit deiner Barmherzigkeit von Neuem begegnest. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Der barmherzige Gott erbarme sich unser, erlasse uns unsere Schwächen und Fehler nach, erfasse uns an der Hand und begleite uns auf dem Weg zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gott, in den österlichen Geheimnissen, die wir jedes Jahr feiern, hast du dem Menschen seine ursprüngliche Würde wieder geschenkt und uns die sichere Hoffnung gegeben, dass wir auferstehen werden. Gib, dass die Erlösung, die wir gläubig feiern, in täglichen Werken der Liebe an uns sichtbar wird. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen erhoben sich voll Eifersucht der Hohepriester und alle, die auf seiner Seite standen, nämlich die Gruppe der Sadduzäer. Sie ließen die Apostel verhaften und in das öffentliche Gefängnis werfen. Ein Engel des Herrn aber öffnete nachts die Gefängnistore, führte sie heraus und sagte: Geht, tretet im Tempel auf und verkündet dem Volk alle Worte dieses Lebens. Sie gehorchten und gingen bei Tagesanbruch in den Tempel und lehrten. Währenddessen kam der Hohepriester mit seinen Begleitern. Sie riefen den Hohen Rat
und alle Ältesten der Söhne Israels zusammen. Man schickte Boten zum Gefängnis, um die Apostel vorführen zu lassen. Die Diener gingen, fanden sie aber nicht im Gefängnis. Sie kehrten zurück und meldeten: Wir fanden das Gefängnis sorgfältig verschlossen und die Wachen vor den Toren stehen. Als wir aber öffneten, fanden wir niemand darin. Der Tempelhauptmann und die hohen Priester waren ratlos, als sie das hörten und wussten nicht, was nun werden sollte. Da kam jemand und meldete ihnen: Die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Tempelhauptmann mit seinen Leuten hin und holte sie, allerdings nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten, vom Volk gesteinigt zu werden. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr erhört den Armen, er hilft ihm aus aller Not. Der Herr erhört den Armen, er hilft ihm aus aller Not. Ich will den Herrn allzeit preisen. Immer sei sein Lob in meinem Mund. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Armen sollen es hören und sich freuen. Der Herr erhört den Armen und hilft ihm aus allen. Verherrlicht mit mir den Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen rühmen. Ich suchte den Herrn und er hat mich erhört. Er hat mich all meinen Ängsten entrissen. Der Herr erhört den Armen, er hilft ihm aus seiner Not. Blickt auf zu ihm, so wird euer Gesicht leuchten und ihr braucht nicht zu erröten. Da ist ein Armer, er rief und der Herr erhörte ihn. Er half ihm aus all seinen Nöten. Der Herr erhörte den Armen, er hilft ihm aus seiner Not. Der Engel des Herrn umschirmt alle, die ihn fürchten und ehren. Und er befreit sie. Kostet und seht, wie gütig der Herr ist. Wohl dem, der zu ihm sich flüchtet. Der Herr erhört den Armen, er hilft ihm aus all seinen Not. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält es sich so: Das Licht kam in die Welt,
Die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Familien, liebe Brüder und Schwestern, die ihr zu Hause versammelt seid, um mit geöffnetem Herzen diesen Gottesdienst mitzufeiern. Mit dem geöffneten Herzen, da haben wir jetzt auf die Worte der Heiligen Schrift gehört, die Worte der Lesung, die Worte des Evangeliums. Es ist schon spannend und faszinierend, wie Gott sich Wege baut zu den Menschen und vor allem auch, wie er in schwierigen Situationen Rettung, Erlösung schenkt. Die Apostel, sie hatten den Auftrag, das Evangelium der Auferstehung zu den Menschen zu tragen, zu verkünden und so von Christus, dem Auferstandenen, zu erzählen. Doch da gab es viele irdische Hindernisse auf ihrem Weg. Wir haben ja heute wieder gehört, dass sie ins Gefängnis geworfen wurden. Aber die Botschaft Gottes, sie ist viel, viel weiter als alle irdischen Begrenzungen. Und so findet Gott auch immer wieder Antworten und Lösungen, um irdische Begrenzungen, irdische Ketten zu sprengen. Das wird heute sichtbar am Bild der beiden Apostel, die da in Ketten gelegen im Gefängnis waren. Doch Gott war es so wichtig, dass die Botschaft der Auferstehung weiter verkündet wird, dass viele Menschen von dieser Hoffnung des Evangeliums getragen, angesteckt werden, dass sie Kraft und Halt finden aus den Botschaften der Heiligen Schrift. Und da ist es natürlich schwierig, wenn die, die es erzählen sollen, im Gefängnis sind. Da hat es in der Lesung bildlich so schön geheißen: Gott, er hat Engel geschickt, damit sie befreit werden. Und das Spannende dabei, diese Zuwendung und Nähe Gottes, die erfahren sie in der Nacht, in der Dunkelheit. Dort befreit er sie. Das kennen wir auch aus unserem Leben, wenn es dunkel wird, wenn es schwierig wird. Genau dort möchte Gott kommen und dir helfen. Genau dort möchte er dich befreien aus den Begrenzungen des Lebens. Genau dort möchte er dich an der Hand nehmen und in die Weite führen, zum Leben, zum Licht. Liebe Mitfeiernde, da dürfen wir uns von Gott an der Hand nehmen lassen. Da dürfen wir ihm das Vertrauen schenken, dass er mit uns den Weg von der Begrenztheit in die Weite, von der Finsternis zum Licht geht. Und das finden wir dann auch im Evangelium. Das Licht kam in die Welt, aber viele haben es nicht erkannt. Liebe Brüder und Schwestern, da dürfen wir unter dem Licht der Auferstehung
unter dem Licht von Ostern im Herzen berührt, Kinder des Lichtes sein. Da dürfen wir mit gläubigem Herzen, mit ganzer Kraft glauben und vertrauen. Es hat im Evangelium so schön geheißen: Gott hat seinen Sohn gesandt, nicht damit er richtet, sondern damit er rettet. Der Auferstandene, er möchte jeden und jede von uns retten, an der Hand nehmen und zum Licht des Lebens führen. Lassen wir uns vom Auferstandenen die Hand reichen, überall dort, wo wir einen Schritt auf Gott zugehen, da kommt er uns viele Schritte entgegen. Suchen wir ihn, und es wird eine große Freude sein, wenn wir die Auferstehung und das Leben von Neuem entdecken und feiern dürfen. Gott, der dich rettet, er ist mit dir. Amen. Gott, so dürfen wir dastehen mit den Begrenztheiten des irdischen Lebens. Wir dürfen all das, was uns beschäftigt, hineinlegen in die Hostienschale und von Gott wandeln und verwandeln lassen. Schenken wir uns dazu einen besonderen Moment der Stille. Lasset uns beten. Erhabener Gott, durch die Feier des heiligen Opfers gewährst du uns Anteil an deiner göttlichen Natur. Gib, dass wir dich nicht nur als den einen wahren Gott erkennen, sondern unser ganzes Leben nach dir ausrichten. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben.
Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet, denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude, singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, heilig, heilig, heilig bist du, o Herr und Gott. Wir singen und wir jubeln dir zu Gott hoch. Die ganze Welt soll preisen und singen immerzu. Das Lob soll niemals enden, ja, heilig bist nur du. Hosanna in der Höhe, so wollen wir dich ehren. Gelobt sei der da kommt, im Namen unseres Herrn. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu sein und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Josef und mit allen Bischöfen, mit unseren Priestern und Diakonen, mit unseren Ordensleuten, Akolyten und Seminaristen, mit allen Frauen und Männern, die du zum Dienst in die Kirche, in die Gemeinschaft berufen hast. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir alle tragen Menschen in unseren Herzen, denen wir einen besonderen Moment der Stille, des Gebetes schenken möchten.
Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef mit deinen Aposteln, mit unseren Namenspatronen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns miteinander und füreinander, verbunden aus dem Herzen heraus, das Gebet des Herrn sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Herr Jesus Christus, er hat seinen Jüngern den Frieden zugesprochen. Diesen göttlichen Frieden, den dürfen auch wir in unseren Herzen tragen, miteinander teilen und vor allem miteinander leben. So sei der Friede des Herrn allezeit mit euch. Schenken wir uns ein Zeichen der Verbundenheit und des Friedens. Lamm Gottes, gib uns Frieden, lasst uns Geschwister sein, dann können wir empfangen, gemeinsam Brot und Wein. Wenn wir uns nicht versöhnen, zerreißt der liebe Band. Drum geht zum Tisch, wir streiten, wollen reichen uns die Hand. Schaut mit den Augen eures Herzens und seht den Auferstandenen, das gebrochene und gewandelte Brot, das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt hinwegnimmt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Schenken wir uns einen besonderen Moment der Stille, um in geistiger Weise die Kommunion zu empfangen.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, höre unser Gebet. Du hast uns im Sakrament das Brot des Himmels gegeben, damit wir an Leib und Seele gesunden. Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und als neue Menschen leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Ich danke euch für das gemeinsame Gottesdienstfeiern. Ich darf wieder herzlich einladen, morgen um 18 Uhr zur gemeinsamen Feier und zur Übertragung des Gottesdienstes hier aus der Wallfahrtskirche in Maria Rhein. Ich darf euch in den Abend hinein und in den morgigen Tag noch einen Gedanken mitgeben, der ungeplant sehr, sehr gut zum heutigen Eingangslied passt. Gott, an jenem Tag, an dem du mich rufst, komm, werde ich zu dir kommen, zu dir, den ich in diesem Dasein millionenmal aufblitzen sah, wie Sonnenstrahlen auf Meereswogen. Ich werde kommen mit allen Tränen, die ich geweint habe. Ich werde kommen mit den Erinnerungen an die Begegnungen und Gespräche mit Menschen, an die Auseinandersetzungen mit den Fragen, die keine Antwort zuließen. Ich werde kommen und nur eins sagen: Du, mein Gott. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Die Fürsprache unserer Gnadenmutter hier in Maria Rhein segne, behüte, begleite und bestärke euch, eure Familien, alle Menschen, für die wir beten und die wir im Herzen tragen. Er, der Gott des Lebens und der Liebe, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben wir in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. So geben